Ja, gerade wieder ein Beispiel vietnamesischer Fahrkunst. Ich fahre so auf der Hauptstraße, links von mir schiebt sich so ganz langsam so ein Bus hier, so ein halblanger vorbei. Ich denke mir, okay, der überholt halt. Und dann höre ich es dauernd so piep, 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 hatte der seinen Blinker an und wollte rechts abbiegen. Ja, da war aber ich. Da hat er tatsächlich mich halb überholt, kam gar nicht vorbei und dann kam nämlich schon die Einmündung und hat sich dann rübergedrängt. Ich musste anhalten. Das ist ich auf der Hauptverkehrsstraße. Statt dass er wartet, bis ich vorbei bin und dann kann er abbiegen, das wäre viel schneller gegangen. Aber nein, er muss ansatzweise noch versuchen, mich zu überholen, was dann natürlich nicht geklappt hat. Und wenn es nicht klappt, dann wird halt der Typ einfach weggedrängt. Das ist unfassbar. Musste ich bremsen, damit er einschert. Fast auf Null, ich runter und dann wieder weiterfahren. Also da fragst du dich schon, wo die das Fahren gelernt haben. Naja, man muss sich drauf einstellen. Es ist abenteuerlich. Ja, aber eins muss man ihnen lassen hier in Da Nang. Wir haben schöne, breite Straßen. Also Platz hat man hier. Meistens dreispurig. Rechte Spur für die Motorroller, sogar für die Radfahrer. Ist sogar ein Verkehrszeichen immer ausgeschildert. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal einfangen kann. Und links die anderen motorisierten. Hier haben wir es, hier ganz rechts. Motorroller. Und Fahrradfahrer, ja, wo sich der Frank Berteleur auch ganz brav befindet. Und ja, die anderen sind halt für die Lastwagen und Autos und was auch immer. Aber immer schön Platz, sofern halt hier die rechte Spur nicht zugeparkt ist oder anderweitig blockiert. Und dann geht es eigentlich hier. Und sofern keine Rush Hour ist. Und wenn die dann ist, dann ist sowieso ein Haufen los. Dann ist auch hier voll. Ja, wir sind hier an der Küste wieder. Wie man sieht, hier ist das Meer. Und ich habe vor, heute ein bisschen ins Landesinnere zu fahren. Irgendwie an so einem Fluss entlang. Da kommt wohl dann auch eine schöne alte Brücke. Keine Ahnung, ich lasse mich mal überraschen. Auf jeden Fall mal raus hier aus der City und ein bisschen was anderes sehen. Was ist das? Ach, das war ein Felsen. Sah aus wie ein Elefantenrücken. Hab mich schon gewundert. Das ist übrigens auch der Weg zum Hai Wan Pass, den werde ich auch demnächst irgendwann mal erklimmen. Und da brauche ich aber einen guten Tag, sowohl für meine Beine als auch vom Wetter her, weil ja meistens, wie man hier auch vielleicht sieht, in Wolken hängt der Gipfel und ja, meistens ist eben Regen auch oben. So, die ersten 2 Drittel sind im Trocknen und der Rest ist dann meist in Wolken gehüllt und mit Nieselregen behaftet ist ja nicht so schön. Also vielleicht erwische ich mal einen schönen Tag und dann fahre ich da mal hoch und wenn ich mich gut fühle, gleich noch von der anderen Seite auch. Happy New Year 2024. Ja, hier geht auch eine Zuglinie entlang. Allerdings habe ich noch nie hier einen Zug fahren sehen. Keine Ahnung, wann die fahren, in welchem Jahr oder Monat. Aber ich habe mal geguckt, weil hier geht es ja nach Hue oder Hue.
Also da muss man über den Haiwan-Pass drüber und dann geht es in diese alte kaiserliche Stadt, Hue. Ob da ein Zug hingeht, weil das wäre natürlich auch mal interessant, mit dem Zug dahin zu fahren. Weil der geht dann unten an der Küste entlang, quasi außen rum, um den Berg rum. Ist bestimmt spektakulär, aber ich habe nur eine Zugverbindung gefunden. Und die ging abends um 18:10 Uhr. Und dann kommt man irgendwann um, keine Ahnung, 8:45 abends in Hue an. Ja, was will ich denn da abends? Da ist dunkel. Und zurück irgendwie dasselbe Spiel. Also irgendwie suboptimal, nicht so ganz das Beste, aber ist bestimmt schön malerisch hier mit dem Zug. Ja, wunderschön hier. Einmal abgebogen, kurz vorm Haiwan-Pass links weg und schon bist du in der Pampa, in der Prärie. So soll es sein, so stelle ich mir das vor. Ja, es kommen ja immer wieder mal die Fragen auf, kann man denn da überhaupt Rennrad fahren? Sind denn die Straßen dort in Ordnung? Das geht doch bestimmt gar nicht, ist sogar keine Rennradgegend. Ja, weit gefehlt. Das ist sehr wohl eine Rennradgegend. Die Straßen sind top, wie man hier sieht. Also selbst hier so eine ganz kleine, einsame Überlandstraße. Top Asphalt, also hier rollt es ohne Ende. Richtig gut. Und es ist nichts los. Ab und zu kommt mal so ein Motorroller hier. Man hat seine Ruhe. Und man ist draußen in der Natur, in der Landschaft, man sieht was, ja momentan sieht man nichts, weil, ja, oder er hier, ne? Das ist das wichtigste Instrument hier hinten, ne? Seiner Hupe. Immer schön hupen. Und ja, momentan sieht man halt wenig vom Fluss, aber das wird sich ja noch ändern, weil ja, es geht ja dann hier raus in die Prärie, in die Landschaft. Ich sehe schon die Hügel hier hinter den Bäumen. Also man kann hier wunderbar fahren. Die Straßenverhältnisse sind astrein, da fehlt sie nichts. Und ja, ich kann also sämtliche Bedenken zerstreuen, ob es denn möglich ist, hier in Vietnam Rennrad zu fahren. Oh yeah, also definitiv kann man hier Rennrad fahren. Hier seht ihr da die Reisbauern, das Feld umflügen. Es ist herrlich, ein Traumsträßchen hier. Also, krieg mich gar nicht mehr ein. Es ist herrlich einfach, es ist einsam, es ist ruhig, du kannst da hinrollen, du hast die Natur um dich herum, du hast kein Gehupe. Ja gut, bis auf den einen vorhin, weil er meint, der muss vorbei. Aber ansonsten ist hier echt, es ist perfekt hier zum Radfahren. Richtig geil. Seem a little crazy, pretty baby, but I promise, Mama.
Ja, die Brücke haben wir gesehen. Das war das Highlight der Tour. Oder zumindest der Umkehrpunkt. Weiter geht es hier entlang dieser schönen einsamen Straße. Es windet sehr stark. Ich bin froh, dass ich das externe Mikro dabei habe, weil in der GoPro wird man wahrscheinlich nichts hören. Da oben geht noch so eine Hauptverkehrsstraße entlang, hinter diesem Haus, parallel zu der Straße hier. Von daher ist es ganz angenehm, hier unten zu fahren. Es geht hier weiter am Fluss, macht dann noch so eine Schleife Richtung Süden und kommt dann wieder nach Da Nang rein. Da oben ist die andere Straße, da sieht man die Leitplanke. Und da wollte ich zuerst hoch, weil ich dachte, die Route geht da oben entlang, aber dann sehe ich, hier geht da eine wunderbare, einsame, verkehrsarme Straße lang. Warum soll ich da oben fahren? Und das passt dann auch hier, der hat das jetzt schon irgendwie richtig berechnet. Egal, wir fahren weiter durch die wunderschöne Landschaft. Schaut es euch an, herrlich. So stellt man sich Vietnam vor. Temperatur passt auf, 25 Grad. Ja, etwas bewölkt, die Sonne könnte ein bisschen durchscheinen, aber es ist nicht zu kalt, ein bisschen windig. Aber ansonsten äußerst angenehm zum Fahren. Ist ungefähr so wie bei uns im Frühling, im Mai. Also nicht zu kalt und nicht zu warm. Ich fahre hier jetzt die ganze Zeit an diesem Highway da entlang, unten auf der kleinen Straße. Da oben ist irgendwo der Highway. Und laut Karte geht dieser Highway dann irgendwann in den Tunnel rein und da müsste eigentlich diese kleine Straße hier enden. Das müsste jetzt auch bald kommen. Ich hoffe auch bald, weil es wird irgendwie zunehmend dunkler und ab und zu bekomme ich auch mal einen Regentropfen ab. Ich hoffe, ich komme noch irgendwie halbwegs trocken zurück, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall zum Ende dieser Straße kommen, damit es sich auch gelohnt hat, dass ich so weit fuhr und ob ich auch richtig lag, ob die Straße da wirklich endet oder ob es dann vielleicht doch noch weitergeht. Überall wird geschrien. Heute ist auch Sonntag hier und aus jedem Hof und jedem Garten dröhnt Musik und Karaoke wird praktiziert. Also die sind ja alle recht kräftig am Feiern. So ein paar Ziegen und so treiben sich hier rum. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht schon ziemlich final hier aus. Ich gucke es mir mal an und schauen wir mal. Ja. Aber allzu weit will ich jetzt auch nicht mehr fahren, weil ich komme immer weiter weg von Da Nang und irgendwann möchte ich auch mal wieder zurück. Ne? Man kann zwar auch das ganze Massiv hier umrunden, aber das wäre jetzt eine Tour von 185 Kilometern. Habe ich jetzt heute nicht vor und dazu bin ich auch zu spät losgefahren. So, jetzt sind wir hier irgendwie an so einem Flussbett, was man hier überquert. Und da oben sieht man die Autobahn, da fährt ein LKW. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, ob es noch weit ist oder ob es dann hier gewesen ist. Ja, also hier laut Komoot geht es wohl doch noch ein Stück. Ich bin jetzt hier gerade, wo der blaue Punkt ist. Überqueren wir gerade diesen Bach hier, aber es ist nicht mehr weit und dann hört die gestrichelte Linie auf.
Und die befindet sich allerdings hier oben auf dem Highway, wo ich jetzt natürlich nicht bin. Ich bin unten irgendwie auf dieser weißen Straße, aber hier endet das Ganze dann. Zumindest wird die Straße dünner und hier beginnt dann der Tunnel. Es wird voll hier. Man möchte es nicht glauben. Ihr seid ja alle friedlich, oder? Alles klar, Jungs. Ich will hier nur durch. Oh Mann, jetzt geht es auch noch hoch. 11%. Aber ich denke mal, da oben ist dann das Ende der Fahrt. Und dann kehre ich wieder um. Ja, da oben, da spitzt der Tunnel vor. Man sieht so ein bisschen noch den Torbogen. Also sind wir hier am Ende. Ich fahre jetzt noch die Serpentinen hier gar hoch. Okay, er raucht auf dem Roller. Auch nicht schlecht. Ich fahre die Serpentine hier noch hoch. Mal schauen, ob es sich lohnt, ob man da irgendwas noch sieht. Ja, zumindest hat man einen schönen Blick zurück ins Tal und dann, wie gesagt, geht es wieder nach Hause. So, hier geht die Bergstraße, sage ich mal, hoch zu dem Tunnel. Mal gucken, wie es da noch so aussieht, wo die endet. Gegessen habe ich heute auch noch nichts. Kein Frühstück, ich bin einfach los. Habe mir gedacht, naja, Hunger hast du keinen, kannst du unterwegs irgendwo was essen. Ich habe 2 Riegel dabei, aber bis jetzt verspüre ich keinen Hunger. Ein bisschen den Fettstoffwechsel ankurbeln, schadet da nicht. Und sobald ich dann irgendwie Hunger verspüre, kann ich ja auf meine Notfallriegel zurückgreifen. Aber das ist eine coole Straße hier. Richtig geil hier. Schlängelt sich hier hoch. Dann gucken wir mal, ob die jetzt dann da endet oder ob man da sogar noch weiter könnte. Das wäre natürlich mal interessant für eine weitere Tour dann. Ja, also es geht hier immer weiter und weiter und weiter. Ich weiß ja nicht, wie weit es jetzt hier noch geht. Das kann jetzt hier richtig noch hochgehen und um den Berg herum. Das werde ich jetzt nicht ausprobieren. Das ist mal eine Tour für einen anderen Tag. Das heißt, Frankenpedaleur kehrt hier um. So schön es hier auch ist und so sehr mich das interessieren würde, wo es jetzt da noch weitergeht. Aber ich gucke mir das erstmal auf der Karte an und das ist jetzt mein Weg wieder zurück entlang des Flusses, vorbei an den Kühen und zurück über die Reisfelder, über ein bisschen einen anderen Weg wie auf der Herfahrt, der hoffentlich auch nicht minder schön ist. Von daher, ich sage schon mal leise Servus, bis zum nächsten Video hier aus Vietnam. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns wieder beim nächsten Video hier aus Vietnam. Bis dahin, ciao, ciao.